Ich mag den Sound. Ich weiß nicht genau, wie man das bezeichnen würde. Ein bisschen Vaporwave meets Shoegazer oder so. Auf jeden Fall gut. Ich frage mich die ganze Zeit, ob ich dieses Spiel hier schon mal gespielt habe. Es scheint sich hier so... Ich bin überzeugt, dass ich es gespielt... Also, ich tue jetzt einfach mal so, als wäre... Ich bin überzeugt, dass ich es gespielt habe. Ich habe doch ein Spiel gespielt, wo ich... Ich kann mich übrigens nicht bewegen. Ich kann nur auf Dinge klicken, wo ich hingehe. Dass ich ein Spiel gespielt habe, wo ich als Hitchhiker unterwegs war. Und irgendwie Dinge tun musste. Sachen... Also, als Hitchhiker unterwegs war, mich mit Leuten unterhalten habe und es sich herausstellt, dass ich in einem dystopischen Staat, ja, dem Inbegriff von Trumps Amerika, irgendwie herumlief. Und irgendwie muss ich die ganze Zeit dran denken, als ich das hier gelesen habe. Es geht auch hier um Hitchhiking. Und mal gucken, was es ist. So, die einzige Person, mit der ich reden kann. Why, hello there, traveler. Welcome. Might I help you? How might I help you? Where am I? Why? Achso. Where am I? Hold button down. Oh, es reicht nicht, einfach drauf zu klicken. Wo ist ich? Kriege ich eine Antwort? Ich muss nochmal draufdrücken. This is The Stop, a little roadside attraction on the outskirts. You know, one of those spaces in between. We provide refreshment, relaxation and restoration to weary wayfarers. In between what? Und ich muss hier draufdrücken. What an interesting question. In between spaces, in between thoughts and ideas, in between feelings, but mostly in between journeys. But it's wonderful that you've made your way here. I don't know if you meant to. I don't know if any of us are really here at all, frankly. Ja, ich mache mich lustig drüber. Warum? Vielleicht erkläre ich das. Most people come here between journeys, whether those journeys are physical, mental, spiritual, but I'm getting ahead of myself. Tonight you can head out to the highway if you like, or you could head to the nearby railway and hop aboard the commuter train. Train! Ich mag trains. Driving the highway always have a chill kind of vibe to me. Though your thoughts may wander to all sorts of topics as you consider the universe around you, there is nothing quite like a late-night drive. Thoughts may wander... Ich habe irgendwie den Satz nicht gehört. To all sorts of topics as you consider the universe around you, there's nothing quite like a late-night drive. Is there? Das ist schlecht gemacht, dass ich hier draufklicke und dann eigentlich nur ein kleines Stück hochrutscht. So classic. Traveling by train is a more collective journey in my opinion. Everyone headed in the same direction. Expect a sense of community, but also the kinds of deep personal conversations you... Und dann muss ich gucken, dass ich hier unten klicke. Ne? Es wird nicht der nächste Blockschrift eingefügt, sondern es rutscht drauf. Und das macht man nicht mit Scrollen, sondern wenn ich draufklicke. Warum bin ich so negativ eingestellt dem Spiel gegenüber? Vielleicht, keine Ahnung, vielleicht fließt es noch raus. Conversations you can only have in a safe space. There's also a nearby park, but it's closed at the moment as they install some new sculptures. And the bus to the airport is running late again. Just check back in time you're here if you want to learn. Aufpassen, ich drücke jetzt drauf. About those. Okay, what should I expect? What do I do? Sounds boring. Ich muss draufhalten. Ich habe noch nie so ein clunky Kommunikationsmodell gefunden. Ich muss draufhalten. Dann wird mir das hier nochmal angezeigt, wo ich gerade drauf gehalten habe. Und dann muss ich draufklicken, damit es hier weitergeht. Und wenn der Satz mittendrin endet, dann muss ich nochmal draufklicken, dann rutscht es ein kleines Stück nach oben. You may enjoy the airport terminal then. It's more kinetic,
But give one of those other journeys a try first. You never know what you might feel. Maybe you know what you're looking for out here, maybe not. That's okay too. Sometimes it's nice to see where the journey takes you. But no matter your travels, expect to find others on the same journey. Share your thoughts, your feelings. There's never a right or wrong answer out there. Oh doch! Make America Great Again wäre natürlich wrong. Ne? Und, keine Ahnung, be conservative, ne? Get woke, go broke. Na, das ist alles wrong. Okay, ich muss kurz erklären, ich gehe davon aus, dass alle Spiele, die heutzutage rauskommen, die irgend sowas hier spirituell Angehauchtes haben, verbunden mit irgendwas Sozialem, einfach woke sind und nicht, dass dagegen was zu sagen wäre. Doch, dagegen ist was zu sagen. Denn woke bedeutet für mich halt, dass man irgendwem irgendwas implementieren will, statt es zum Beispiel zu erklären. Und solche Beispiele hatten wir schon. Ich hatte ja schon einige Spiele, die man mit Sicherheit als woke, wo es um Transgender ging und so weiter, von denen ich sehr positiv überrascht war. Weil man eingeladen wurde, irgendwie an der Gedankenwelt und Gefühlswelt von Leuten teilzunehmen. Aber ich gebe es so, ja, ich bin immer schon sehr auf Krawall gebürstet, wenn das losgeht, dass man mir was herbringen will. So, ich muss später noch was über CBS erzählen, ja, weil ich hier gerade an einige CBS-Hörspiele denke. Googelt, falls ich es vergesse, dann habt ihr zumindest mal nachgeguckt. Steht für Zero Bullshit Spirituality. Und funktioniert gut, stammt aber aus den 70er, 80er Jahren, geht bis heute durch. Und das hier ist halt dieser moderne Kram, bei dem ich immer denke, was wollt ihr von mir? So, weiter im Spiel. And if you find your conversations too much or you need help, you can always ask to stop. Just press the back button whenever you are given dialogue options. Otherwise, you can quit the journey or game at any time via the pause menu. I'll always be here if you need to talk to someone. Check back in between journeys. And if you need resources outside of the experience, a link is available in the pause menu as well. Das macht mich doch jetzt neugierig. Help. Oh, dann geht ein Browser auf. Wo führt mich das hin? Das Problem ist, dass jetzt erstmal meine 100.000 Tabs aufgehen. Und ich dann erst erfahre, was es ist. Wehe, das führt mich jetzt direkt hin zu irgendeinem, ne, wenn du getriggert bist, ne, durch dieses Spielerlebnis, wende dich hier an die örtliche, keine Ahnung, Antifa, Transgender Community oder so weiter. Ja? Die Suicide Hotline wäre ja zumindest noch was, aber das ist doch nicht die Art Spiel. Pardon. Ich ersticke an meinem eigenen Hass, ich weiß. Nee, aber ich will jetzt mal kurz gucken, was jetzt da aufgegangen ist, wohin mich das führt. Mental Health Resources and Tools. Crisis Lines, Online Therapy. Ich mach mal einen Screenshot. Kann ich gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie ich Screenshots mache. So, das war einer. Ja, ich lasse das auch mal auf und mache alles direkt wieder zu. So, ne, lieber Zuschauer, Sie haben das alles gar nicht sehen können. So, ich gehe jetzt mal back. Es geht also offenbar um Mental Health. Das heißt, wenn das Spiel jetzt wirklich das sich auf die Agenda geschrieben hat, einfach mit mentalen Problemen klarzukommen, statt diese mentalen Probleme plötzlich als Lifestyle zu proklamieren, an dem man keinesfalls Kritik üben darf, okay, dann will ich nichts gesagt haben. Aber schauen wir mal. Look at the night sky out there. The moon is watching over you tonight. We are all watching over you. Ist das beruhigend für Leute mit mentalen Problemen? Mentale Probleme. So. Ist zumindest originell, ne? Dass meine Augen ab und zu zugehen, ne? Sollten Spiele öfter machen, dass ich, hier kann ich übrigens nirgendwo hingehen. Ne? Das Spiele, weil in der Realität mache ich ja auch die Augen zu. Warum geben mir Spiele nicht die Möglichkeit, das zu tun? Das freakt mich out. Also ich bin überzeugt, dass das nicht das Spiel ist, was ich schon mal gespielt habe, jetzt unter einem anderen Namen oder so. Aber dabei war ich da auch an so einer Station und hier war genau so ein Road Sign. Ich würde gern zum Zug. Mir wurde... Da ist doch... Hä? Das sieht aus wie Zugsignale, das sind aber keine.
Tja, hier würden Busse fahren, nehme ich an. Und hier? Start Journey. Muss ich hier drauf drücken. Sehr seltsam, ne? Ist das... Ah, hier bewegt sich was. Q&E, look. And welcome to Radio 90 Night Drive. Thanks for tuning in. The story goes that early film viewers panicked at the sight of a train rushing towards them. On the web, we navigate spaces shaped by information and data. In video games, we will our avatar bodies to weave around obstacles, and in VR, our stomachs turn at the edge of a digital cliff. We immerse ourselves in a reality on a screen, a reality that is no less real than any other. Realities within realities that sometimes tell us more about our own reality than what we think is real. And what we think is real is telling. What will your brain tell you as you drive the dark roads of reality? What truths are rushing towards you? And when the spectacle gets all too real, will you panic like the apocryphal film viewers, or drive on? With our next song, Salix Alba. Ich werde nicht auf Love wechseln. Ja, das ist ja schon wieder schön hier mit der Stimme und so. Und ein guter Freund von mir hat mal das Wort, den Begriff Wortkonfekt geprägt. Und das trifft auf viele dieser spirituell, esoterisch angehauchten Sachen zu. Ne, klingt alles schön, was da gesagt wird. Ob man es versteht oder nicht, ne? Fühlt sich gut, wenn man es gehört hat. Aber ich glaube, es gibt eine Menge Leute, die dann irgendwie sagen, ja, hast du schon mal drüber nachgedacht, dass wir alle auf einer Straße sind, irgendwo hin? Ne? Und wir müssen selbst überlegen, wie schnell wir fahren können. 130 können wir fahren. Timber Ruin. So, hier kann ich mich noch umgucken. Kann ich auch nach da gucken? Ja, tatsächlich. We're on a road to nowhere. Ich muss mal irgendwie Kontakt aufnehmen mit CBS, ne? Weil den folge ich seit den 80er Jahren. Fall Meadows Dreamscapes. Und die kämpfen immer so um, also eigentlich so ein One-Man-Business, irgendwie so ein Alt-Hippie, der das macht. Und macht grandiose Hörspiele und so. Und hat immer mal wieder die Fühler ausgestreckt, ne? So in Richtung YouTube-Videos und so. Das wäre so eine angemessene Sache dafür. Ne? Ich könnte mich jetzt stundenlang hinsetzen, so eine hübsche Grafik sehen und ein Jack Flanders Hörspiel hören. Oder ein Ruby Hörspiel. Oder Saratoga Springs. Oder Insiders Lounge haben sie nicht selbst produziert, aber haben sie damals vertrieben. Gefiel mir auch sehr gut, muss ich auch mal an sowas hier denken. Wo jemand auch, der nirgendwo hinpasst und so, sich plötzlich in einem Country- und Western-Club wiederfindet, wo irgendwie Leute sind, die er kennt, die er mag, wo er sich zu Hause fühlt. Wo ein Elvis-Imitator ohne Arme auftritt und solche Sachen. Schräges Zeug und Food for Thoughts, ja, lässt mich nie los. Is that a passenger? Moment, was sehe ich denn hier? Was ist denn, wenn ich jetzt hier halte? Weil momentan fahre ich nur. Ich kann nicht langsamer fahren als 70. Ob diese Glitches hier was beitragen, weiß ich noch nicht. Heißt ja Glitchhiker, also sollte man damit rechnen, dass hier Glitches eingebaut werden, aber... Ja, aber was ist das jetzt... Ach, tatsächlich! Da sitzt ja jemand. Thanks for the pickup. I was beginning to think... Wait, hier muss ich auch wieder an CBS denken. Das ist Little Frida, ein kleines Mädchen mit Zöpfen und einer Zigarre. Had a bad experience with... So. Thanks for the pickup. Ich guck nochmal hin, ja? Thanks for the pickup. I was beginning to think it would be hours before I got a lift from something worthy. Something worthy? Meint er damit mich? Had a bad experience with hitchhiking before? It's nothing a little drive can't fix. Just to the next rest stop would be great. A good drive can fix a lot. Mind if I smoke? Raucht ja schon. Ich nenne es Little Frida, ja, das erinnert mich dran. Oder Wang Wang, falls es jemand kennt. Driving is lonely. Driving is fun. I'd rather you didn't smoke. Driving it is a metaphor. Driving is calming. Tja. Wie wär's, wenn ich einfach sage,
rauch dir die Lunge raus. Ich bin nicht mehr jung genug, um sowas hier zu sagen, ne? Is that a joint? Ah ja. Is that a joint? Is that a joint? Is that a joint? Muss ich sagen. Is that a joint? Ja, das trifft's. Driving is nice. Calming. Lets you be alone with your thoughts. Is that a joint? Good old BC, bud. Everyone needs a little time with their thoughts. Get to know them better, you know? BC? Ich weiß nicht, was BC ist. Keine Ahnung. Ich bin kein Drogenmensch. Oder doch? Vielleicht tue ich nur so. They say the journey's more important than, you know, the other thing. Why are you driving? Weil ich den Zug nicht gefunden habe, ehrlich gesagt. Ich wär gern mit dem Zug gefahren. Just to get somewhere. Das ist eine gute Idee. Just to get somewhere. Utilitarian, grounded. That's cool. Based. When I was a kid, we had a cabin out on one of the islands. At night, you could see thousands of stars. It was so bright you didn't need a flashlight. I gave them all names. Atticus and Caesar, Garuda. Was? All deinen Flashlights? Ja, all den Taschenlampen hast du Namen gegeben? Du bist ja einer. And Saul. They fought each other in wars of my making. Alliances formed and were broken. Explosions burst across the sky. I was a god to them. Ich war Gott der Sterne. Star Wars Fan halt, ne? Sterne und Krieg, was soll ich sagen? Okay, ich channel jetzt mal so ein bisschen mich, als ich jünger und nicht so verbittert und verhärmt war, okay? Achso, das ist ja noch länger. The distance the starlight has to travel is so great, most of the stars we see are probably already dead. Das kann man Kindern erzählen. I think the stars are a light in the darkness. There's no such thing as a god! You really have some imagination. Das ist langweilig. Das hier ist, das ist so 2010, würde ich sagen. I think the stars are a light in the darkness. Ich vergesse immer, dass hier drauf steht. Maybe the darkness is an illusion. My parents pretty much ignored me. Father was too drunk, mother too busy. Natürlich! Ne? Natürlich war Vater immer betrunken. Und hat einen Wife-Beater getragen und seine Frau geschlagen, wie der Name schon sagt. Ja? Das funktioniert immer. Mother too busy, yet I still remember those days fondly. Think that says something about me? Yes, it probably does. One day a man came to the grassy spot where I played. He said he was from the stars and he pleaded for my mercy. I told him it was all make-believe. He just shook his head. Did you stop? So, did you stop doing it? You know, I don't remember. I guess I must have. I never saw him again. Too bad I was never really a kid. Thanks for the lift. So, jetzt ist er weg, ne? Ich habe ihn rausgeschmissen, ohne anzuhalten. Ha, was hat er davon? Kann er draußen rauchen, im Straßengraben. Tja. Profound stuff. Welcome to Infinity Rail. Ah! Thanks for joining us tonight, folks. Sehr schön. As we hurtle through space together, I ask that you be kind to your fellow passengers. These rails that stretch between all of our origins and destinations are etched into a shared landscape. No matter what your travel plans are, this is one connection we all share. Perhaps the basis for a bond, or the underpinnings of understanding. We're all heading in the same direction. And I know the regulars always enjoy a friendly chat. There's plenty to see, and seats are not assigned. So feel free to move about the train. Das ist sehr lieb. Warum hängt hier eine Schildkröte mit dem Kopf nach unten an, keine Ahnung, einer Bandage, die aus ihrem Arsch rauskommt? Und sie hat unten zwei... mal gucken, was das ist. Oh, hey there. Just resting my eyes. Been a long day, you know.
A commute is a chance to rest, or at least an opportunity to look out the window and just dream a little. Empfinde ich auch so. Ich bin großer Train-Sim-Fan. We commute too much. I enjoy daydreaming. I'd rather be productive. Do you sleep much? Ja, ich träume tatsächlich gern tagsüber. Heute weniger als früher, aber immerhin. No harm in a little imagination, as long as you don't get lost in it. I daydream about winning the lottery and what I do. Schildkröte, kannst du die Lotterie spielen tatsächlich? But I can't let myself rely on magical thinking. Sometimes when I'm really asleep, the dreams I dream feel so real. A dream about a loved one dying or a breakup. I will feel so viscerally sad in the dream, and then I wake to discover it wasn't real. But still that feeling follows me all day, like a fog. Sometimes it's hard to differentiate the dreams from reality, especially in a world that sometimes doesn't seem real. Doesn't seem like it could be real. Life is full of things you wouldn't find believable if they happened in a movie. But there they are, weird little moments happening all the time. Maybe it is all a dream. All of reality, just a collective dream we're moving through together. Oh. Huh? Like Jung? Like Jung's collective unconscious? Commonalities across cultures speak to a universal experience, for sure. The archetypes lose a lot of the subtleties that make different people unique, though. Can one person's lens really apply to everyone? If reality is a dream, who's the dreamer? Gotcha. Maybe it's a god. Sag ich das? Ja. Bzzz. Was soll das heißen? Bzzz. 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 Oder schläft er jetzt ein? Eingeschlafen. Ich habe ihn eingeschläfert. Hätte ich was anderes sagen sollen, ich stehe mal auf. Gucken, was sonst noch da ist. Vielleicht kann ich den Zug voll... Oh, da wird Musik gemacht. Kann ich da wieder hin? Nee. Ich kann mich hier hinsetzen. Oder aufstehen. Go on playing! Stop. Crazy Muppet. Lost Woods. Ich will vorne in den Zug. Ich will sehen, wer den Zug fährt. Ich muss an eine Geschichte von Max Frisch denken. War es Max Frisch oder Dürrenmatt? So aus seiner Jugend. Wo es um einen Typen geht, der auch einen Zug fährt. Und dann fährt der Zug in einen Tunnel. Und der Tunnel hört einfach nicht auf. Und er geht immer schräger und tiefer und rast in den Abgrund zu. Und er sucht den Lokführer. Und ich weiß nicht mehr, wie es ausgeht. Aber es ist auf jeden Fall... kam das Wort Gott drin vor. Und die einzige Überarbeitung, die Frisch oder Dürrenmatt später gemacht hat, war das Wort Gott zu streichen. Aus der Geschichte. So. Da hinten wird Musik gemacht. Und hier war eine... Hier war eine Siedlung oder so. Dann gehe ich mal nach hinten. Liebe Band, könntet ihr euch nicht alle an eine Stelle setzen? Das zwei Bässe und ein Xylophon. Interessantes Konzept. Erinnert mich an Death from Above, die Bass und Drums hatten. Und White Stripes, die Gitarre und Drums hatten. Ja, man braucht gar nicht viel. Aber zwei Bässe und Xylophon. Ja, vielleicht funktioniert das. So. Das war's, ne? Das war's wohl. Tja, wenn jetzt hier mehr Leute säßen, mit denen ich reden könnte. Oder wenn ich mit der Band hier reden könnte. Dann wäre es ja auch ganz cool. Aber es soll nicht sein. Ah, da ist sie wieder. Habe ich dich gefunden. Wolltest abhauen, was? Speak! We all sit on this train, all going the same direction, inevitably unstoppable.
Oh, sorry, I was just thinking, wondering about how much control we really have. Whether we really choose our paths through our lives or whether it's all determined already somehow. Determinismus. Maybe it's the dream or the simulation or whatever it is. Think about this train, the rails, just follow the one path. We can't change that. We all just follow along. You think our lives are any different? Okay, ich nehme das jetzt mal ernst, okay? Die Frage ist ja immer interessant, ne? Maybe a destiny. Impossible to know! It's all predetermined. We have free will! Free willy, ne? Möglicherweise. Ja. Gehe ich mal drauf ein, okay? Immer dieses... Ich finde das Gespräch relativ bedeutungslos, weil wenn wir, ne, es ist immer wieder die Diskussion, können wir eine freie Entscheidung treffen oder ist unsere Entscheidung völlig abhängig von den Erfahrungen und den daraus resultierenden Entscheidungen, die da vorprogrammiert sind oder so. Am Ende glaube ich, dass wenn die Komplexität unserer Programmierung unseres Gehirns derartig komplex ist, dass wir nicht voraussagen können, wie eine einzelne Person sich verhalten wird, dass wir es genauso gut als freien Willen bezeichnen können. Nehme ich das mal. Aber wahrscheinlich lässt die umgedrehte Schildkröte sich nicht darauf ein. Maybe, but neurons can begin gathering the energy to perform an action before we've even consciously decided to act. Does that not preclude free will? Every action we take, every decision we make is done by neurons firing along paths that are built from genetics and environment and experience. How can we say that something we do isn't determined by all that we already are? Ja, aber da es derartig komplex ist, ist es egal, oder? Ist es vollkommen egal. Wir können genauso gut von freiem Willen sprechen. Ohne dass es irgendeinen Unterschied macht für unsere Realität, würde ich sagen. Sorry, maybe I'm just tired. You know your destination. It's easy to idealize riding to the end of the line. But if you feel a pull towards one of our stops, who's to say it's too soon? Your journey is your own. Ja. It's deep stuff. Deep thought. Muss ich jetzt so lange hier durchgehen, bis ich noch irgendwas gefunden habe? Was kann ich denn hier machen? Quit Game kann ich machen. Das ist natürlich toll. Controls, Text, Controls. Ich dachte, ich könnte vielleicht einfach irgendwie einfach gehen hier. Ja, da ist noch irgendwas. Spreche ich noch mit dieser Kröte hier. Alle Kröten sehen gleich aus. Erhängte Kröten, die... Ich will gar nicht speak. Oh hey, I keep nodding off, but I don't really get any sleep. Ja, weil ich immer wieder komme. I keep thinking about our conversation, determinism and all that. When I got on this train, I committed myself to a journey that I can't change now. My destination is decided by my past action. Ja, das ist schön. It's a good metaphor. You chose to talk to me. You could get off early. Das ist witzig. You could get off early. But I won't. What would I do? I need to get home. Ah! Ist also seine Reise weniger ein Resultat seiner vergangenen Entscheidung, sondern mehr seines eigentlichen Willens, seines freien Willens vielleicht? Denn was ist, wenn er jetzt aussteigt? Ja, widerspricht das dann seinem eigenen Willen? Oder ist es sein Wille? Das ist das Problem mit diesen philosophischen Dingen. Ich mag philosophische Gespräche, aber hier dieses, ne, egal was du tust, ne, es war vorherbestimmt. Ja, gut, und jetzt? Ja, aber überleg mal. Ja, natürlich, und jetzt? Ja, aber überleg doch mal, ne, du kannst nie eine freie Entscheidung treffen. Ja, und? Okay. Also, but I won't. What would I do? I need to get home. When I was young, still just a child, I made some mistakes. Warum? Warum kann man Mistakes machen, wenn es keinen freien Willen gibt? Dann ist das vorherbestimmt gewesen. Und insofern kein Mistake. Egal, was du tust. Auch wenn du deine Mutter die Treppe runtergeschossen hast, ist kein Mistake, sondern genau das, was passieren musste.
I treated some people very badly. Ja, sag ich doch. Not just bullied or whatever. I hurt people. I didn't really know what I was doing. I was young, ignorant, and empathetic. But that doesn't feel like a good excuse. People still got hurt. It hangs over me. Not always, not every day. I think about it sometimes. It's part of me. Part of my past. I can't get rid of it. Can't change it as much as I'd want to. It affects how I act now. It must be part of that neutral net that guides every action I take. Warum Neutral Net? Neural Net, nicht Neutral. Neutral Net, auch nicht schlecht. Neural Net, that guides every... Ja, klar. Ne? Es muss irgendwie Teil des neuralen Netzwerks sein, in dem ich stecke. Ich bin also nicht verantwortlich. Ne? Kann ich nichts für. Ideal City Center. Ja, schön. And it must affect them, even more probably. Do they live with the memory of what I did? Is it a trauma for them? Does my past define me? Does it define who I hurt? Are we doomed to be forever controlled by those past actions? Are we all just on set rails? Did I have any control then? Do I now? Own your failures. Be better. You have to move on. Stop living in the past. You had no control. Ist nicht deine Schuld. You were too young. Ach, du warst jung und unschuldig. Egal, ob du ein Waisenhaus niedergebrannt hast. Du warst jung. Man lebt nur einmal. Man muss alles mal mitgemacht haben. Auch Waisenhäuser niederbrennen. Learn from the past. If it defines us in any way, it's that we learn from our mistakes. I'll certainly never make the same mistakes again. If I can help it. Und wenn nicht, dann soll es halt so sein. I don't know, but I'll think on that. Thank you. Sitting and thinking and dozing probably doesn't help. I think I'll stretch my tail. Thanks for the chat. Ist das ein Tail hier? Tut mir leid, Kreatur. Du bist... Diese Kreatur ist seltsam. Und nicht seltsam, sondern seltsam. Seltsam. So, Beginnings. 8 Tracks Playlist. Tja, eigentlich kann ich hier Schluss machen, ne? Ich will nur mal gucken, was passiert, wenn ich... Welcome to Sum Of, a meditation on wonder. What happens when you point a telescope at the spaces between the stars? If it's an optical telescope searching for visible light, Ich kann mich hier bewegen. then you will see nothing. Darkness. But if you use a radio telescope and aim it past the moon and the stars and the galaxies, right into that darkness, then you find the beginnings of the universe itself. Ach, das Light ist from der the cosmic Glitchpod. aftermath of the Big Bang. That light's not visible. Ich Not guck anymore. das mal hier. 13.7 billion years have stretched out those waves from white light to microwave. Kann ich denn interacten? Unteracten. Kann ich den Glitchpod ausmachen? But still there. Pause. So. Hide. Und jetzt? Ja, ich kann nichts machen. Hier. Speak. Jetzt, guys. Isn't nature beautiful? In mir ist draußen, oder? I'd rather be inside. Oh, are we outside right now? I can never tell. I've been watching one of those Earth documentaries. The cinematography is incredible, you know. Great way to learn about our world. There's so much we'd never get to experience firsthand. Our world is truly astounding sometimes. There's a type of anglerfish called a red handfish. Guess it technically can swim, but like it doesn't. No swim bladder either. It just sits on the ocean floor and walks around on those hand-like fins. Warum machst du dich lustig über den? Lass den in Ruhe. You don't think about it much, but fish fly. I mean, most fish. They fly through the water like birds in the air. These little guys are stuck on the ground. Yeah, so are we. You don't think of the air as a fluid you can swim through, do you? But it is.
We're so chained to this 2D perspective, the realities of our bodies and culture. They're hugely endangered too. The handfish, only like 100 adults in the world. Woher wissen die das? No wonder even the babies sink to the ground. So some conservationists are trying to raise some in captivity to introduce new populations and new genetic material. Too little, too late. Man hätte den Handfisch früher ansiedeln sollen. Es gibt zu wenig Handfische. A little piece of hope. Oh, sounds like a worthy goal. Ne? Tiere irgendwie zu florieren zu lassen, ist eine gute Sache. Außer Moskitos. There's so much control we can impose on the natural world, yet so many aspects of it we can't control. Imagine being behind glass like that all your life, just staring out at a world you can't interact with. And then suddenly you're lifted out and put into that wide open world. Would you rejoice in your freedom or be stunned by the change? Do you think that much isolation would change how a young mind develops? Ja, natürlich würde es das. Can only do our best. We all have to adapt. What's the alternative? Isolation changes things. Ja, natürlich ist das so. Aber hier die Frage ist zumindest interessanter, ne? Also, was ist Freiheit? Ich mache mir da heutzutage oft Gedanken drüber, weil die Welt offenbar eine andere Richtung eingeschlagen hat. Na, also die neue Generation, die Millennials und so weiter, denen geht es nicht mehr um Freiheit. Ich sprach neulich mit einer jungen Dame, kurz vor ihrem Abi, und sie sagte so etwas wie, halt, dass Freiheit irgendwie problematisch ist, weil privilegierte Leute sie ausnutzen könnten und andere nichts davon haben. Habe ich noch nie so gesehen. Widerspricht allem, was ich über Freiheit denke, aber ist nicht mehr meine Welt. Ja? Und von daher, vielleicht stimmt das. Vielleicht ist das gar nicht erstrebenswert, eine Welt zu haben, in der jeder frei ist, sondern in der jeder das Richtige tut. Ich weiß, jetzt kommt es wieder, ne? Wie definiert man das Richtige? Und wenn man mich persönlich fragt, würde ich sagen, am besten gar nicht, sondern lasst Leuten die Freiheit, ne, sich auszuleben und zu gucken, was sie machen können. Aber dann haben wir wieder das Problem, ne, dann wird ja das Klima nicht beschützt, ne? Oder die Armen oder die Diskriminierten oder die Minderheiten und so weiter. Also vielleicht keine Freiheit mehr. Vielleicht ist das besser. Schreibt in die Kommentare, was ihr meint. So, ja, die Alternative zu den Fischen jetzt, ne? Darum geht's. Okay. What's the alternative? Oder spricht er schon nicht mehr von den Fischen, sondern jetzt von uns. Can't live forever in captivity. Can't go outside before you're ready. Or before the world is ready for you. Wieso kann ich nicht ewig in Captivity leben? Warum nicht? Wenn die Captivity gut gemacht ist, kann ich da sehr gut leben. Ne? In Life of Pi, in dem Buch, wird das am Anfang erklärt. Nicht in dem Film. Der Film ist super, aber ist nicht genug Platz. Und in dem Buch wird am Anfang erzählt über den Zoo, ne, dass er der Meinung ist, ne, er ist der Clevere in dem Buch, ne, dass Tiere im Zoo mehr Möglichkeiten haben, ihr Leben zu leben, ne, weil sie keine Angst haben müssen davor, vor Feinden, vor Krankheit, davor Partner zu finden oder Futter zu finden und so weiter, ja, sondern ist das nicht mehr Tiersein als das reine Überleben da draußen? Haben Tiere überhaupt eine Möglichkeit, irgendwie sich spirituell zu entfalten in einer Welt, in der sie ständig um Nahrung kämpfen müssen und vor Feinden fliehen? So much of our life is from behind glass, looking out windows, looking at screens. Oh hey, commercials over, bring on the snow leopards. Okay, und das war's. Okay. Na gut. Also, es ist plötzlich ja Schluss hier, ne? Na gut. Aber so sei es. Ja, ich habe das Spiel jetzt, ich hab das sehr runtergezogen. Ich brauche das. Ja, ich muss solche verkopften Dinge muss ich herausfordern. Das ist natürlich dann vielleicht ein bisschen unfair, weil es ist ja die Frage, für wen ist das hier gedacht? Ne, vielleicht ist das also für Leute gedacht, die noch nicht ein Studium durchhaben und mit einer Menge Intellektueller ihr Leben lang gesprochen haben, sodass sie irgendwann denken, jetzt reicht's. Ja? Aber andererseits sind Leute wie ich dann auch irgendwie angeödet von Leuten, die halt das Intellektuelle ablehnen. Also am Ende sitzen wir alleine irgendwo
und angeln und hassen die Welt um uns herum. Das ist auch nicht gut. Insofern ist das mit Sicherheit kein falsches Spiel und kein schlechtes Spiel. Es war jetzt nicht wirklich was drin, was ich schlecht fand. Überhaupt nicht, wenn ich so drüber nachdenke. Da war jetzt eben nicht, ne, ich will mich jetzt nicht in die Nesseln setzen, ne. Es war jetzt nicht drin, wir müssen über Pronomen reden, ja, oder, oh, du sitzt da und manspreadest, hast du dir schon mal überlegt, warum du das tust oder so. Ist es ja nicht. Ja, es waren philosophische Grundlagenfragen über Determinismus und so weiter. Und das ist ja gut. Das ist gut, das ist wahrscheinlich ein gutes Spiel. Hat mich jetzt nicht da abgeholt, wo ich stehe. Von daher liegt das aber vielleicht eher an mir und es ist eher mein Problem. Wird andere genau da abholen, wo sie stehen und wird ihnen vielleicht neue Gedanken geben. Ich glaube aber, dass es sehr spröde ist von dem, wie es gemacht ist. Da würde ich dann wiederum denken, dass ein Spiel wie, was war das, Coffee Talk, vielleicht besser geeignet ist. Ein Spiel, das hübsche Personen hat und Einhörner und Sukubi und was weiß ich, Vampire und die unterhalten sich über tiefsinnige Sachen. Dafür ist das hier ein bisschen zu experimentell von der Gestaltung her. Ist ein Spiel, wo ich mir wahrscheinlich mal ein Let's Play von angucken würde, um zu sehen, was da so abgeht. Und vielleicht letzter Gedanke dazu. Solche Spiele, wo philosophische Gedanken vermittelt werden, sollten meiner Meinung nach versuchen, diese Gedanken nachvollziehbar zu machen und gleichzeitig eben wirklich offen zu lassen. Ne? Ist das möglich, dass ich, wenn ich über Determinismus rede, eine Frage reinstelle und vielleicht analysiere, ja, also wie viele Antworten wurden in welche Richtung gegeben und was hat sich daraus entwickelt? Das wäre doch mal cool, so ein Diskursspiel zu machen, dessen Ausgang ich nicht selbst bestimme von Anfang an. Ja, sondern wo man wirklich guckt, wie sich das weiterentwickelt. Ist das möglich technisch, dass man, wenn ein neues Wort eingebaut wird, das Wort aufnimmt und damit weiterspielt? So wie hier Lisa, Psychiater, dieses Spiel, was es schon am C64 gab, was, glaube ich, weit darauf hinausgeht. Ich will mich gar nicht verrennen. Also, obwohl ich mich viel drüber lustig gemacht habe über das Spiel, ist es eigentlich eine Empfehlung und es ist gut, dass es da ist. Das kann ich sagen. Danke, Glitchhiker, und bis dann. And now we return to the thrilling adventure serial, The Fourth Tower of Inverness. As we look in on the towering old mansion of Inverness, what's happening to our hero, Jack Flanders? He seems to be in some kind of trance. And who is the lovely, mysterious creature that is luring him out of his body? Though she is seated far across the room, her presence now dwells within his mind. But worse, she slowly lures him out to exchange her body for his. That's it. Another step. Come now, we haven't all night. Just feel yourself sliding down long steel wires from my body to yours. They're only our vibrations touching one another, but think of them as wires. Feel how my vibrations have little hooks on the ends, how they hook securely into you. It's very safe. Now again, this time, a giant step forward and you'll be clear of your body. Now, on 3. 1, 2, 3. Excuse me, does anyone in here have a light? No. No one has a light. Ah, but you have a lovely fire. I love fire. You don't mind if I warm myself for a moment? Yes. That's nothing but good. Little girl, can you feel my presence? I sure can. Do you feel my presence coming closer? I sure do. Closer
and closer. Yep. Closer and closer. Excuse me a moment. I want to light my cigar. It's a fine Cuban taper, very difficult to come by, nowadays and all. Yes. As you were saying... Can you feel my presence? Yep, sure can. Feel my presence nearing. Yep, nearing all right. You feel me entering your presence. Yep, entering. Can't see a thing. I need air. Here's the door.